der Reihe der amtlichen Vorträge der Reichsregierung spricht zu Ihnen Herr Reichskanzler von Papen. Deutsche Frauen und deutsche Männer, mit dem heutigen Tage bin ich durch den Herrn Reichspräsidenten zum Reichskommissar für Preußen bestellt worden. In dieser Eigenschaft habe ich aufgrund der mir erteilten Vollmachten den bisherigen preußischen Ministerpräsidenten Braun und den preußischen Minister des Inneren Severing ihrer Ämter enthoben. Die Reichsregierung hat sich nach sorgfältigster Prüfung der Sachlage entschlossen, diesen Schritt dem Herrn Reichspräsidenten vorzutragen. Sie beschränkt sich dabei auf die notwendigsten Maßnahmen, die zur Wiederherstellung geordneter Rechtszustände im preußischen Staatsgebiet erforderlich sind. Die Reichsregierung hat die Feststellung machen müssen, dass die Entwicklung der politischen Verhältnisse in Preußen einer Reihe von maßgebenden Persönlichkeiten die innere Unabhängigkeit genommen hat, alle erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung dieser staatsfeindlichen Betätigung der kommunistischen Partei zu treffen. Wenn beispielsweise hohe Funktionäre des preußischen Staates ihre Hand dazu bieten, Führern der kommunistischen Partei die Verschleierung illegaler Terrorabsichten zu ermöglichen, wenn offen ein preußischer Polizeipräsident seine Parteigenossen auffordert, man möge die Kreise der Kommunisten nicht stören, dann wird die Autorität des Staates von oben her in einer Weise untergraben, die für die Sicherheit des Reiches unerträglich ist. Die Maßnahmen der Reichsregierung richten sich nicht gegen die Selbstständigkeit des Landes Preußen. Sie beschränken sich darauf, die Grundlagen für die Herstellung eines ordnungsmäßigen Rechtszustandes zu schaffen. Diese Grundlage muss aber die Wiederherstellung einer Staatsautorität sein, die völlig frei von einer nur irgendwie gearteten Verbindung zur staatsfeindlichen kommunistischen Partei ist. Die Reichsregierung will durch ihre Maßnahmen eine geordnete Durchführung des Wahlkampfes sicherstellen. Sie wird die freie politische Betätigung nur so weit einschränken, als es zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung unbedingt erforderlich ist. Dabei geht sie von der Auffassung aus, dass die Ruhestörer, gleichgültig von welcher Seite sie kommen, so scharf in ihre Schranken zurückgewiesen werden müssen, dass dem Volke der Austracht dieses Wahlkampfes ermöglicht wird. Im Verlaufe der von mir als Reichskommissar für Preußen angeordneten Maßnahmen hat sich herausgestellt, dass der bisherige preußische Innenminister der verfassungsmäßig zu Recht erfolgten Verfügung des Herrn Reichspräsidenten nicht folgen wollte. Er hat erklärt, nur bei Gewalt weichen zu wollen. Nur aus diesem Grunde hat die Reichsregierung einer Ermächtigung des Herrn Reichspräsidenten folgend den militärischen Ausnahmezustand für Berlin und die Provinz Brandenburg erklären müssen. Der militärische Ausnahmezustand wird selbstverständlich nur so lange aufrechterhalten, als es die Herstellung gesicherter Verhältnisse verlangt. Ich wiederhole die Erklärung der Reichsregierung von heute Vormittag. Die Selbstständigkeit des Landes Preußen im Rahmen der Reichsverfassung wird nicht angetastet. Die Reichsregierung erwartet vielmehr, dass alsbald eine Beendigung aufgrund der Notverordnung des aufgrund der Notverordnung geschaffenen Zustandes eintreten wird. Mein Wunsch, mit den übrigen preußischen Ministern loyal zusammenzuarbeiten, ist inzwischen durch einen Brief durchkreuzt worden, in dem die Herren es ablehnen, mit mir zusammenzuarbeiten. Damit haben diese Herren Minister selbst eine neue Sachlage geschaffen. Die Reichsregierung, das möchte ich in dieser Stunde betonen, wird auf dem von ihr als richtig erkannten Wege unbeirrt fortschreiten.